Ein Stein. Jo, moin. Ihr habt es gehört. Pfeifen in der Luft. Wir wollen heute testen, wenn man die kleinen Dingerchen anbohrt. Also ihr habt das Video von Jörg gesehen, beziehungsweise Frank oder sowas haben auch schon welche gemacht. Wir weiten das jetzt mal ein bisschen aus. Verschiedene Größen, verschiedene Bohrlöcher, sonstiges. Ich zeige euch die Sache hier mal. So, also bei uns ganz wichtig, nie ohne Gummi. Also wir haben natürlich so ein Gummi gemeint. Wie machen wir das? Was haben wir da jetzt genau vor? Also, als das Köfferchen auf. So, Versuchsaufbau. Wir haben hier verschiedene, machen wir mal die Dingerchen da weg, verschiedene Kügelchen, normale Polkappe, Polkappe abgeflacht und dann mit verschiedenen Löchergrößen, zum Teil mit Loch komplett durch, zum Teil nur angebohrt mit verschiedenen Bohrern, also da sind mir Bohrer zum Teil dann auch abgebrochen, und halt den ganzen Versuchsaufbau. Also Aufnahme in der Mitte, zwischen Einschlag der Kugel, richtig zielen ist er wohl nicht, und Schützen, weil ich festgestellt habe, dass der Schütze selber das wohl nicht hört, aber wir machen auch nochmal Vergleich, wie der Schütze das dann selber hört. Die ganze Geschichte dann mit zwei verschiedenen Bändern, also es kommt ja nicht auf die Zwille drauf an, die gibt bloß den Gabelabstand her. Für uns ist sehr wichtig das Latex hier, und dadurch, dass wir verschiedene Kugelgrößen haben, muss ich jetzt verschiedene Pouches nehmen und verschiedene Kugelgewichte haben. Normal 2,2 Gramm, mit Bohrung vielleicht ein bisschen weniger wie 2 Gramm oder 2 Gramm. Die große hatte gewogen 4,45 Gramm. Natürlich abgestimmt dann auf die Kugeln die Bänder und die Pouch. Pouch natürlich ein bisschen größerchen wie da, also so, dass wir das gleiche, annähernd gleiche Geschwindigkeit haben. Geschwindigkeit selber weiß ich nicht. Und dann machen wir mal ins Feld und machen da mal einen kleinen Hörtest. Achso, digitales Schalldruckpegelmessgerät, das wir dann später eventuell sehen können, dass wir unterschiedlich laut hören, oder Deutschland muss das immer noch irgendwie mit Zahlenwerten hinterlegen. So, nochmal, warum so eine hässliche Schleuder? Also A, habe ich da ein bisschen Abstand, fühle mich etwas sicherer, und B, kann man bei der hier halt ganz schnell klack, die Bänder tauschen. Bänder raus, Bänder rein, Klappe zu, gut ist. Hosenträger gut, habe ich auch einen kleinen. Nimmst du schon auf oder nimmst du schon auf? Also Versuchsaufbau. Wie gesagt, mit den Schleudern schleudern wir von hier nach irgendwo da hinten ist so ein Catchbox-Teil. 100 Meter, gute 100 Meter. Und weiter da läuft noch eine Kamera mit dem Schalldruckpegelmessgerät zum Aufnehmen von dem Sound. Sehen wir mal, wie es wird. So, Test. Normale Polkappe vom Speed. Ich hoffe, der nimmt es da vorne auf. Getroffen natürlich nicht. 8,2 mm abgeflachte, zweiter Schuss. Machen wir die Abflachung aber auch neben zur Seite, wie die Bohrlöcher. Ich mache die immer nicht, dass nach vorne oder nach hinten gucken, sondern seitlich gucken.
Wieder 8,2er, 2 mm Bohrloch, aber tiefer gebohrt. Die war laut. Ich habe sie nicht gehört, aber du hast einen Bogen gesehen. Die ist bis zu dem Mikrofonteil da, 30 Meter, 40 Meter, gerade geflogen und auf einmal macht die um 10 Meter nach rechts einen richtig dollen. Also soundmäßig ja schön, aber treffen, vergiss es. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die 8,2 mm Kugel mit 3,5er Loch. Der Hubschrauber ist lauter wie ich. Hast du eine Flugerlaubnis? So, nächstes Kaliber, 9,5er. Stahlkugel mit 2,5 mm Löcherchen. Wieder 9,5er Stahlkugel mit tieferem 2,5 mm Löcherchen. So, auf die bin ich jetzt eigentlich mal gespannt. 9,5er Stahlkugel mit durchgelocht. Also komplett durchgebohrt. Also man kann durchgucken. Also man kann, ob die lauter ist, ob die überhaupt einen Sound macht. Ich hoffe, ich höre es nachher. So ein Stückchen an der Catchbox vorbei. So, jetzt passt. Jetzt gehen wir aufs nächste Kaliberchen. 12 mm Kugelgröße mit, was haben wir da jetzt? 3,5er Loch angebohrt. Natürlich dann auch, weil höheres Gewicht. Die eine hatte ich vorhin gewogen, 4,45 Gramm. Angepasste Bänder, also diese Naturlatex-Bänder von Amerika. Schnellspeed. Mit dem Bandrechner ausgerechnet. Wo ist das Loch da? Hast du was gehört? Nö. Hast ein Zischen, aber war mir nicht sicher. 12 mm mit noch zum Durchgucken. Zum Durchgucken. Da kann man so richtig schön durchgucken. Da siehst du nicht. Guck, guck, wo ich Linse, da ist. Hier macht kein 30 Minuten Video dazu. Ich denke, das muss man alles schneiden. Ja. Fünf Meter vor der Catchbox. Zwölf Millimeter mit 4 mm Anbauung.
jemand da vorne, der das da sagt. Okay, gut, abgegangen. Aber lässt sich ja schnell reparieren. Zum Vergleich, 12 mm blank, ohne Loch, ohne Abflachung, ohne irgendetwas. Andere Seite abgegangen. Ausschneiden, seine von mir gebaute Schleuder, sowas kann man so nicht zeigen. Zwölf mm Kugel mit 3 mm Lächelchen. An der gleichen Stelle hinlegen. Vielleicht. Hier auf das Ding bin ich ja eigentlich gespannt, weil die hat 6 Löcher. Ich ärgere mich, wenn ich die Catchbox damit nicht treffe, wenn die verloren ist. Gut, ich habe bis jetzt mit keiner die Catchbox getroffen, aber Dann streng dich an. noch welche dabei, kannst du ja noch ausprobieren. Oh, ein Stück zu weit. So, letzte. Wenn ich gehe mal ein bisschen seitwärts da. Gucken, ob das... Hast du? Die habe ich. Wie eine Schlange. Die war aber ganz schön laut. Laut? Ja. Von da ist nichts gehabt. Wie eine Schlange. Von da ist nichts gehört, ne? Da. Tonvergleich, 8,2 mm Kugel auf dem Asphalt, wenn die dann mit Wirbelgeräusch weggeht, also im Stein funktioniert. Den weiß ich nicht. Ja, man hat was gehört. Ja, man hat was gehört. Da liegen so viele Steine rum. Ich habe mir einen Stein. Gehört hat man. Nochmal Stein. ...61 dB. Steine sind schön, die hört man wenigstens als Schütze. Probieren wir nochmal Polkappe. Nö, kein Chance. 61 dB.
Schweine sind schön, die hört man wenigstens als Schütze. Probieren wir nochmal Pulkappe. Ja, kein Chance. Also auswerten.